Der Kalte Krieg ist Geschichte. Doch solange er existiert hat, war er aus den Debatten der Ökonomen und Politologen kaum wegzudenken. Denn der Kapitalismus und der Kommunismus standen sich unversöhnlich gegenüber. In kommunistischen Ländern übte der Staat, in dessen Besitz die Betriebe, Läden und Maschinen waren, die Kontrolle über Produktion und Vertrieb aus. Eine zentrale Regierungsbehörde tagte regelmäßig, in der Regel alle 5 Jahre, und entschied darüber, wann, was, wie und zu welchem Zweck zu produzieren war. Sie gestaltete quasi einen Plan. Sie verteilte die Aufgaben an die Vertriebsleiter und legte deren Plan Soll fest, also das, was zu erreichen war. Entscheidungen also darüber, was und wie produziert werden sollte, wurden zentral festgelegt. Es gab keinen freien Markt. Wie ein Kapitalismus des freien Marktes aussieht, hatten wir in einem unserer vorherigen Wirtschafts-Good to Knows bereits behandelt. Da die Produktion von einer zentralen Behörde geplant ist, nennt man dieses System auch die Planwirtschaft. Oder vielleicht etwas weniger bekannt, die Zentralverwaltungswirtschaft. Wie schon gesagt, der Staat kontrolliert den Markt, Maschinen und Fabriken, entscheidet darüber, welche Investitionen wohin fließen sollen. Das führt dazu, dass organische und dynamische Marktkräfte keine Rolle mehr spielen. Diese Planwirtschaft bezeichnete sich als sozialistisch, da die Wirtschaft geplant war und es weder einen freien Markt gab noch Privatunternehmen. Schaut dazu gerne das Video Sozialistisches versus kapitalistisches Wirtschaftssystem an. Die Anhänger der Planwirtschaft, des sozialistischen Systems, waren der Meinung, dass der Vorsprung des kapitalistischen Wirtschaftssystems nur durch diese geplante zentrale Einheit eingeholt werden kann. Wir sprechen also von einem Aufholen des Westens. Wir reden vom Westen, da die Staaten mit einer Planwirtschaft in der Regel aus dem Osten kamen. Also aus den Ländern wie China oder der Sowjetunion. Dieses zentrale Wirtschaftssystem der Planwirtschaft existierte im sogenannten Ostblock und in China bis in die 1970er Jahre. Nach einer Welle der Liberalisierung entwickelten sich aus dieser Planwirtschaft Wirtschaftssysteme der sozialistischen Marktwirtschaft. Die sozialistische Marktwirtschaft ist nicht gleich einer Planwirtschaft. Nach der sozialistischen ist nämlich die Gruppendynamik entscheidend. Wir als Gesellschaft, als das Volk, entscheiden gemeinsam darüber, was produziert werden soll und auf welche Art und Weise, welche Bedürfnisse es decken soll. Diese Art der sozialen Marktwirtschaft wurde in China dominant. Mit dem Ende des Kommunismus, also somit der Sowjetunion und dem Osteuropa, brach auch das System der Planwirtschaft in sich zusammen. Und die Hoffnung von Josef Stalin verschwand damit komplett. Denn wir selbst beobachten in den letzten Jahren, wie der Kapitalismus immer und immer dominanter wird. Josef Stalin hatte nämlich seine Hoffnungen folgendermaßen formuliert: Wir hinken den fortgeschrittenen Ländern 50 bis 100 Jahre hinterher. Wir müssen diese Differenz in 10 Jahren wettmachen. Entweder wir tun es oder sie vernichten uns. Das war sehr schlau und vorausschauend. Schauen wir uns die aktuelle Marktwirtschaft beispielsweise von China an. Das kapitalistische Wirtschaftssystem hat es geschafft, aus einem ursprünglich sozialistischen, kommunistischen Land ein starkes kapitalistisches zu entwickeln. Viele von uns glauben, dass die Art der Planwirtschaft, dieses kommunistische, eine Art Erfindung von Karl Marx sei. Wir haben aber in unserem Karl Marx Good to Know Video gelernt, dass er eigentlich der Ansicht war, dass die Marktdynamik aus dem Volke, aus dem Markt selber kommen sollte. Die Kontrolle sollte also nicht beim Staat sein, sondern beim Arbeiter. Die Produktion soll kontrolliert werden vom Arbeiter, so Karl Marx, aber nicht der Kommunismus und damit verbunden die Planwirtschaft. Aus der Gerechtigkeitssicht von Karl Marx ist also kein großer Unterschied zwischen dem Kapitalismus und der Planwirtschaft.